Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Velocity Systems, das Jungle Kit. In den letzten Jahren haben sich Chestrix und Plattenträger durchgesetzt, natürlich auch der Kampf mit und um das Fahrzeug, deswegen gerade auch Chestrix und Plattenträger von Vorteil, aber hin und wieder kommt es auch mal vor, dass im Dschungel oder in bewaldeten Gebieten gekämpft werden muss und da haben Beltkits einfach ihren Vorteil. Warum ist das von Vorteil? Ganz einfach, wenn ich einen Chestrix habe oder einen Plattenträger, schwitze ich mehr am Oberkörper und bei einem Beltkit kann ich die Ladung relativ weit unten am Körper positionieren, auf der Hüfte, ähnlich wie das auch bei einem Rucksack gemacht wird. Da habe ich auch die Lastenübertragung auf die Hüfte und genau nach diesem Prinzip funktioniert das Beltkit. Darüber hinaus ist der Vorteil bei einem Beltkit, dass ich meine komplette Einsatzausrüstung direkt am Mann trage. Bei uns in europäischen Gefilden würde man sagen, okay, wenn es jetzt nicht so heiß ist, kann man das mit einem Smog realisieren. Hier hat man natürlich auch noch ein bisschen mehr Platz als im Smog und kann im Zweifelsfall, wenn der Rucksack abgeworfen werden muss, das Beltkit immer am Mann lassen, hat dann so etwas zu essen, Verpflegung, Wasser, Magazine, Funkgerät und was man sonst noch so an Ausrüstung braucht. Ja, Velocity System ist auch einer der wenigen Firmen, die so ein Beltkit anbietet aus den USA. Bei den Briten findet man das häufiger, aber wie gesagt, von US-amerikanischen Firmen gibt es noch Nixiworks, die sowas Ähnliches anbieten, also als komplette Kit-Lösung eigentlich nur von Velocity Systems. Das Kit könnt ihr entweder einmal komplett als System kaufen, so wie es hier zu sehen ist. Das gibt es dann auch in verschiedenen Varianten, nämlich einmal die Variante 1, 4 Magazintaschen, 2 Canteens und ein Buttpack. Oder aber die Variante, eher wie die Briten das haben, 2 Canteens, 2 GP-Pouches und 4 Magazintaschen. Hier in der Ausführung 556 und das Ganze gibt es dann auch jeweils zweimal noch mit der Ausführung für 762 Magazine. Ja. Wir gucken uns einmal das ganze System im Detail an und gehen auch mal hier auf den Inhalt, den wir mal so gepackt haben. Geht los mit dem eigentlichen Tragesystem. Hier habt ihr ein klassisches H-Harness, das allerdings vom Aufbau her so gelöst ist, dass ihr 3 Punkte habt, an denen es befestigt wird. Das heißt pro Seite 3 Punkte, insgesamt 6 Punkte natürlich. Das heißt, ihr habt im hinteren Bereich einen Strap und hier im Seitenbereich, da wo die Magazine sind, habt ihr nochmal 2 Straps. Das Ganze wird hier an den D-Ringen der Taschen befestigt. Das heißt, ihr habt keine direkte Befestigung am Gürtel, sondern an den Taschen, was unter Umständen auch auf jeden Fall sinnvoll ist, denn das Gewicht der Taschen wird so nach oben gezogen und so kann die Tasche nicht vom Gürtel weghängen, sondern wird dann quasi direkt mit dem Tragesystem gehalten. Man hat hier 2 Polster verwendet im Schulterbereich, die auch abnehmbar sind. Die sind hier einfach drüber geschoben, die geben nochmal Komfort. Die kann ich hier aber auch komplett entfernen, wenn ich es noch mehr Low Profile haben will. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, die zu benutzen, denn das ist wirklich sehr bequem. Im hinteren Bereich beim H-Harness habe ich einen Streifen Klett, hier in Multicam auch in Multicam Klett, wo ich nochmal Patches anbringen kann und natürlich hier auch nochmal ein paar Schlaufen, wo man nochmal zusätzliche Ausrüstung vorne anbringen kann, sowie ein höhenverstellbarer Brustgurt. Der ist hier auch nochmal mit einer 20 mm ITW Nexus Buckel ausgeführt. Das Ganze geht dann über in einen alten Bekannten von Velocity Systems. Und das ist der Utility Belt, den kann man auch so als Gunbelt erwerben. Der ist jetzt hier einmal ganz leicht mit Mesh ausgelegt und innen drin läuft ein 50 mm Gurtband mit entsprechenden Schließen vorne, auch von ITW Nexus. Und die sind auch relativ cool, weil die erfordern nicht nochmal eine zusätzliche Leiterschnalle zur Sicherung, sondern hier habe ich einen Knopf, den ich drücke, um hier dann die Einstellung machen zu können. Das macht es natürlich mit der Verstellung on the fly umso leichter. Ja, auf den Gürtel werden dann die Taschen aufgeschlauft per PAL-System, Molle-System. Hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze festzumachen. Hier wird dann auch von Velocity Systems das Ultracomp-Laminat verwendet, was kein Wasser aufnimmt, sehr dünn ist und sehr flach fädelt. Wenn ihr jetzt
das Kit nicht als Kit kaufen wollt oder schon bereits bestehende Komponenten habt, könnt ihr die ganzen Komponenten des Jungle Kits auch separat erwerben. Das heißt, ihr könnt jede Tasche, auch den Gürtel und auch das Harness extra bestellen, wenn ihr das so haben wollt, und könnt es dann auch einzeln verwenden, je nachdem. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Magazintaschen an. Magazintaschen, Utility Pouches und Canteen Pouches verfügen alle auf der Vorderseite hier nochmal über eine extra abriebfeste Schicht. Bei Multicam sieht man das tatsächlich gar nicht. Es gibt das Rig auch noch in Coyote und Ranger Green. Da werdet ihr auf jeden Fall einen farblichen Unterschied feststellen. Hier sieht die Tasche eigentlich aus, als wäre sie komplett aus Cordura-Laminat, aber hier vorne ist tatsächlich nochmal ein anderes Material verwendet worden, was einen höheren Abriebsschutz gewährleistet. Und natürlich für einen Jungle Rig ganz wichtig, feuchte Umgebung, große Ablauföse auf der Unterseite vorhanden, damit eben das Wasser gut ablaufen kann. Bei den Magazintaschen ist es so, ihr habt einen Fastex-Verschluss zum Öffnen, zusätzlich noch eine Klettsicherung, die könnt ihr natürlich neutralisieren, wenn ihr es leise haben wollt, ist aber einfach mit dabei. Im Zweifelsfall hier ein Stück Flauschklett drauf und dann geht die Tasche immer leise auf. Und natürlich auch wichtig für die Dschungelumgebung, dass hier eine Flappe komplett auch die Seiten mit abdeckt, dass die Magazine komplett geschützt sind. Vom Aufbau her seht ihr schon, es passen 3 AR-15 Magazine rein, auch P-Max von der Größe her. Dafür ist es ausgelegt, wenn ihr auf der G36-Plattform unterwegs seid. Dann habt ihr hier 2 Magazine maximal, die hier reinpassen. Und dann habt ihr natürlich noch an den Seiten Molle-Schlaufen bzw. PAL-Schlaufen für das Molle-System. Hier zu sehen nochmal 2 Reihen mit 2 Schlaufen, wo ihr auch nochmal dann entweder hier eine Rauchgranate oder eben nochmal kleinere GP-Pouches oder Granatentaschen, Magazintaschen für Pistolenmagazine, Multitools, whatever, könnt ihr hier anbringen. Das ist beidseitig vorhanden, da habt ihr auf jeden Fall genügend Platz. Die Magazintaschen eignen sich aber auch nicht nur für Magazine, sondern natürlich auch für andere Gegenstände. Wir haben jetzt hier in die zweite Tasche zum Beispiel mal das Refug-Insert vom Blackfolium reingepackt als Beispiel und das Tourniquet an der Außenseite, um hier auch eine Erste-Hilfe-Ausstattung relativ schnell im Zugriff zu haben. Und gegenüberliegend, das ist so ein bisschen unsere Kommunikationstasche. Da ist drin ein kleines Funkgerät, ein Kompass, der mit Bungee gesichert bzw. mit einer Dummy-Line gesichert ist, GPS-Gerät und das war's. Vorne wieder 3 Magazine, um das Combat Loadout 6+1 vollständig zu machen. Dann gehen wir in die Canteen Pouches. Wir haben leider nur die Canteen Pouches da und nicht die Utilities. Der Unterschied ist aber marginal. Die sind fast identisch vom Aufbau her, also kein großer Unterschied von der Größe. Die GP Pouch ist minimal größer und die Canteen Pouch ist natürlich optimiert für die US-Kantinen. Natürlich kriegt man auch eine Nalgene-Flasche ohne Probleme rein oder halt hier, wie ihr sehen könnt, eine US-Kantine mit einem Canteen Cup. Dasselbe haben wir auch auf der anderen Seite reingepackt. Nur hier haben wir anstelle des Canteen Cups nochmal ein Tactical Food Pack mit reingepackt. Mit Heater Bag und dem Heater Element. Dann sind die Taschen auch leer und dann geht es schon an das Herzstück, nämlich den Buttpack. Der Buttpack ist so aufgebaut, dass ihr auch außen was anbringen könnt. Das heißt, wir haben hier im unteren Bereich die Kompressionsriemen genutzt, um den Poncho auf der Unterseite zu fixieren. Das funktioniert hier auch super, weil die Bänder hier unten auch nochmal eingefasst sind. Hält gut. Der Buttpack hat an der Seite 4 Reihen Pals, A3 in der Höhe. Das heißt, auch hier könntet ihr Taschen anbringen. Je nachdem, wie ihr gebaut seid, könnte man natürlich auch sagen, ich baue hier die Canteen Pouches hin und dann nochmal die GP Pouches ans Rig. Je nachdem, wie es vom Platz aussieht, wird natürlich der Buttpack dann auch schwerer. Unserer Erfahrung nach ist es am besten, wirklich alle Taschen auf den Gürtel zu packen, die viel Gewicht haben und maximal irgendwas Leichtes hier an die Seiten zu bauen, wie zum Beispiel Pistolenmagazintaschen, Tooltaschen oder sonstige kleine Taschen. Die
Flappe des Buttpacks. Der obere Bereich ist einmal mit einem Klett versehen und auch hier hat man nochmal Schlaufen, um Gegenstände oben zu fixieren. Und die Flappe selbst lässt sich wie beim guten alten Alice-Pack vorne öffnen, um dort nochmal Gegenstände unterzubringen für den schnellen Zugriff. Wir haben hier einmal ein Signalkit untergebracht, nochmal einen Notsignalgeber, dann Sonnencreme, Tarnschminke, Elektrotape, hier von Conva 7 Notnahrung zweimal, Klopapier, auch immer ganz wichtig, und nochmal was gegen den Insektenschutz oder für den Insektenschutz. Der Buttpack ist auch mit den D-Ringen ausgestattet, nur dass ihr es mal gesehen habt, und wird dann natürlich auch hier angeschlauft. Zur Information vielleicht nochmal, dass ihr wisst, wie viel Platz jede Tasche braucht. Buttpack braucht 4 Reihen Pals, die GP und die Canteen Pouch brauchen 3 Reihen und die Mac Pouches brauchen 2 Reihen. Gürtel kann man natürlich in verschiedenen Breiten und Längen bestellen, je nachdem, wie man da unterwegs ist. Aber zurück zum Buttpack. Ihr seht, ihr habt eine große Schürze hier oben. Die ist leider, das ist der einzige Kritikpunkt, den wir auch an dem System haben. Die hat kein Zugband, um das zuzudrehen. Das heißt, wenn ihr hier das Ganze dicht machen wollt, müsstet ihr das so ein bisschen aufrollen. Ist jetzt keine große Sache. Wer will, kann sich ja auch noch was reinbauen. Aber nur das, was man erwähnt hat, das kann man hier dann zur Seite packen. Und dann haben wir hier einmal Kartenmaterial noch im Buttpack untergebracht. Wasserdichte Handschuhe, was zum Wasser generieren, eine Kopflampe. Paracord darf auch nie fehlen. Ein bisschen was für die persönliche Tarnung, ein Tarnnetz. Nochmal ein paar Arbeitshandschuhe. Ein minimalistisches Waffenreinigungskit bestehend aus einem Rasierpinsel und Waffenöl. Eine Kopfbedeckung. Und hier kommen nochmal Ersatzbatterien für alle wichtigen Systeme. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch drin den Poncho-Liner, den wir in diesem Fall von der Firma Begadi gewählt haben. Ich glaube, ich habe es beim Swagman-Video gesagt. Es gibt nur wenige Systeme, die wirklich gut sind, was einen Poncho-Liner angeht. Das eigentliche Poncho-Liner-System der US-Armee ist unserer Meinung nach nicht so gut, weil es einfach nur mit Polyester gefüllt ist und dementsprechend auch keine gute Isolationswirkung hat. Da gibt es deutlich bessere Lösungen, wie zum Beispiel den Swagman von Helicon, oder was wir hier haben, ist die Lösung von Begadi. Packen wir euch den Link dazu auch mal in die Videobeschreibung. Das ist auch ein Poncho-Liner mit ein paar mehr Features, auch Primaloft im Einsatz und hier auch mit einer signalfarbigen Seite, eine Oliv, eine Signalfarben. Sehr, sehr cooles System. Stellen wir euch auch nochmal im Detail vor, wenn ihr das denn gerne möchtet, dann schreibt es uns in die Kommentare. Nochmal checken. Nee, doch. Da fehlt ja noch was. Hier nochmal eine MacPool Darker Pouch mit Survival Gear. Da ist nochmal alles Notwendige drin, was man für ein bisschen mehr Überlebenszeitraum braucht. Und damit ist unser Jungle Rig komplett leergeräumt. Ihr seht, da passt einen ganzen Haufen rein. Da kann man den Rucksack quasi noch erweitern mit ein bisschen Ausrüstung für längere Zeit im Felde, wie Socken, noch mehr Nahrung, noch mehr Flüssigkeit. Und dann kann man im Zweifelsfall den Rucksack getrost zurücklassen und hat alles Wichtige am Mann. Kommen wir zur Zusammenfassung des Jungle Kits von Velocity Systems. Es ist ein unglaublich bequemes System. Also wer schon mal andere Systeme getestet hat, zum Beispiel von den Briten oder so, wird feststellen, dass das hier um einiges mehr an Komfort zu bieten hat. Das NixiWorks hatten wir noch nicht in der Hand, haben deswegen da keinen Vergleich. Das DevTex ist auch sehr bequem, aber im Vergleich zu dem, was die Briten standardmäßig ausgeben, oder Gott bewahre von der Bundeswehr, der alte Tragesatz, ist das natürlich nicht zu vergleichen. Das schlägt sich natürlich auch im Preis wieder. Zum einen natürlich, weil es eine US-Firma ist und der Import etwas teurer wird. Zum anderen bei der Verwendung hier von hochwertigen Materialien inklusive Ultracomp, dem Helium-Whisper-Material für die Schlaufen und natürlich auch ITW Nexus Hardware und Original Multicam-Stoff. Ist unserer Meinung nach auf jeden Fall das wert, wenn ihr in Feuchtgebieten unterwegs seid, und da meine ich die Dschungel und nicht irgendwelche anderen Feuchtgebiete, solltet ihr auf jeden Fall hier auf das Jungle Kit von Velocity Systems zurückgreifen. Bekommt ihr beim Hersteller selbst
oder aber bei Shops, die Velocity Systems anbieten. Wir blenden euch hier einmal den Link zum Hersteller unten ein. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Konzept? Habt ihr es vielleicht selber schon mal im Einsatz gehabt? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.